heute wieder mit einem neuen Video. Dieses Video wird dann halt erst nicht so lang werden wie das letzte. Also wieder so 20 bis 25 Minuten, das denke ich mal. Da habe ich jetzt halt vor. Im letzten Video haben wir die Talente freigeschalten. Ich kann mal kurz schauen. Aber ich werde jetzt erstmal das hier mir holen, den Talent. Ja. Das Talent. So. Dann werde ich jetzt mal weitermachen. Das Video sind wir ja in die Kartenkammer gekommen und jetzt muss ich halt, so wie es dran steht, erstmal die Kartenkammer verlassen. Und dann mal schauen, was passiert. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? You can't imagine how Es wird auf jeden Fall noch interessant werden, so viel kann ich schon sagen. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with a book. Ich habe hier im letzten Video für den Talenten mir was für Incendio geholt. Incendio-Verbesserung. Ja, das hat einfach dafür gesorgt, dass ich jetzt halt für Incendio in so einen Kreis außenrum habe sozusagen. Dann gehe ich jetzt erstmal zu der Flugstunde. Mal schauen, was wir jetzt. Ja gut. Jetzt erstmal ein bisschen fliegen lernen. Bevor ich das starte, gehe ich erstmal zu diesem einem. Ja. Jetzt mache ich halt die Flugstunde. Everybody grab a broom and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, Up. up, you stupid ratty school broom. Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson,
Fly through each ring in the courtyard. This'll Do take some getting care. used to. The brooms are school property. This is I want them brilliant. returned in one piece. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds. What a view! Hello. Nice day for a flight. That wasn't too bad. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Also das ist echt mega, finde ich. Ah, da kommt jetzt gleich was mit. Interessant. Resident likes to make an appearance once in a while. Mega. Interessant ist schon das einzige Wort, das ich kenne. Brilliant! Auf jeden Fall. Ach ja, das kommt jetzt. Have a moment. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We met in the common room. I'm Everett Clopton. So, care to join me for a bit of high-flying fun? Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like he's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. So, And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying.
Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Also, jetzt habe ich ein Quests erledigt. Also die Hauptquests. Dann bevor ich das mache, werde ich jetzt erstmal hier hingehen. Und dann werde ich mir natürlich erstmal einen Besen kaufen. Weil sobald man diesen Flugstunde hatte, kann man sich einen Besen kaufen. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Das werde ich mir natürlich erstmal einen holen. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? Ich kaufe mir natürlich alle. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Nice doing business with you. Ich habe jetzt gerade halt natürlich alles Any gehört. broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class. They all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Ich werde jetzt natürlich erstmal das hier noch machen. Also erstmal einen Raum der Wünsche.
werde halt das erstmal einfach unter Bildschirm voll machen und dann ja, Mission im nächsten Video. Of course it is. She's right. Thank you. And then the werewolves join the goblins. Bevor ich halt... Ach, hier schon wieder so einer. Da könnt ihr mit Levioso. Habe ich wahrscheinlich aber schon in einem Video gesagt. Levioso halt den... so eine Handbuchseite holen bekommen. Und wenn ihr jedes Level, für das ihr aufsteigt, also für jedes Level, das ihr aufsteigt, bekommt ihr einen Talentpunkt. Und könnt halt so eure Talente verbessern. Aber das ist auch gut. Da könnt ihr halt, wenn ihr einen Gegner, wenn ihr mehrere verflucht habt, könnt ihr, indem ihr einen Gegner Schaden zufügt, allen Gegnern Schaden zufügen sozusagen. Also jeder Gegner, der verflucht ist, wird dann auch Schaden bekommen, wenn ihr nur einen Gegner schadet. Bevor ich das hier mache, gehe ich erstmal noch weiter hoch und hol die Flohflammen da oben. Na, jetzt gehe ich wieder runter. So. Dann werde ich jetzt mal den Raum der Wünsche finden. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely Lumos. by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. So, aber sorgt einfach dafür, dass ich Cast die... Evanesco on those chairs. Das sorgt einfach dafür, dass ich die Stühle da verschwinden lassen kann. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Revelio. Lumos. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I
wondered where that had got to. Can't believe it's Can't still you keep here. it down? Some of I'll us are just trying take to a rest. quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Also jetzt muss ich halt einfach ein bisschen umherirren. Accio. Levioso. Komisch auch noch so ein Zeit. Könnte mit Accio runterholen. Expelliarmus. Stop them! No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. Kennt ihr dieses Kabinett? Es gibt nämlich, das ist nämlich in Harry Potter, da kommt nämlich in Harry Potter vor. Das ist von Harry Potter Teil und der Halbblutprinz, wo Draco Malfoy im Raum der Wünsche es gefunden hat. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden stitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Das mal aus einem einfachen Grund, weil ich ja durch muss. Na gut, muss jetzt nicht unbedingt, aber es ist schon besser, wenn ich da durchkomme. Weil ich werde euch gleich zeigen, warum. Jetzt werde ich noch mal kurz da unten durch. Denn diese Kiste da werde ich nämlich mir holen. Levioso. Levioso. Ihr könnt die Kiste holen, indem ihr beides mit Levioso hochfliegen lasst. Dann könnt ihr da die Kiste öffnen. Das war auch der Grund, warum ich das gerade gemacht habe. I hope that house elf can find us in here. Ach, da vorne ist er ja. Also, ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them,
You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Also da kann ich einfach nur unidentifizierte Kleidung identifizieren, sag ich mal. Ich habe ja hier, ne, was nicht. Ich muss jetzt kurz schauen. Also wenn ich das Richtige finde, werdet ihr ja gleich sehen. Also einfach sowas wie das hier. Dann müsst ihr einfach nur zu diesem Schreibtisch, wo ich jetzt hier davor stehe, und könnt es identifizieren. Und dann wird euch das rechts angezeigt. Ganz normal halt. Und so normal ist es nicht. The desk will be an invaluable resource. Ja. Und sobald ihr einmal die Kleidung entdeckt habt, könnt ihr das auch, wenn ihr sie verkauft, noch bei Aussehen verändern. Also durch das Aussehen hier könnt ihr dann alles einzeln dann finden. Also, das war's mit dem Video. Aber bevor ich das Video beende, ich habe mir einen Mod installiert, der eigentlich ganz nice ist. Ich werde dazu jetzt mal das Spiel beenden. Ich mache dann einen kurzen Cut rein und dann werde ich euch zeigen, was ich genau meine. Also, ich
Was hier? So. Ich habe hier so ein Mod, wo ihr dann eure Spielstände verändern könnt. Dazu müsst ihr halt bei C, dann Benutzer, euer Benutzer halt. Und dann könnt ihr bei, ist glaube ich, Local. Hier, also das ist C in euer Benutzer. Also Benutzer, dann euer Benutzer, App Data, Local und Hogwarts Legacy dann. Und falls dieses App Data noch nicht angezeigt wird, könnt ihr hier bei Anzeigen einblenden und dann ausgeblendete Elemente. Dann wird euch das App Data angezeigt. Dann könnt ihr hier bei Saved und Save Games. Und dann ist hier eine zufällige Zahl bei euch. Wenn ihr da dann reingeht, wenn ihr 4 Accounts habt, dann sind bei euch halt die 4 verschiedenen Save Games. Die müsst ihr dann immer dieses 0100 oder halt 0000, immer das, wo viermal die 0 steht. Oder halt immer 2 Nullen hinten dran sind. Ich muss da kurz schauen, welches das ist. Okay, das ist nicht. Das hier. Wert kurz. Also ich muss da jetzt erstmal schauen, welches das ist. Bis ich das habe, werde ich kurz einen Cut. Ich habe gefunden. Also, jetzt ist das hier geöffnet. Hier könnt ihr eure Talentpunkte verändern. Ich werde den Link zu dem Mod dann halt in die Videobeschreibung reinpacken. Ich mache mal 20 Talentpunkte. Hier könnt ihr, ich ändere das mal 400. Und wenn ihr was ändert an einem Ding, bevor ihr in das nächste wechselt, müsst ihr erstmal Apply, also anwenden. Diese Knuts sind euer Geld. Ändere ich mal 1 Million. Hier seht ihr halt alle eure Sachen, die ihr eingesammelt habt. Mondsteine und das weiß ich was alles. Hier könnt ihr den chinesischen Kaukohl und die Zaubertränke, also alle Pflanzen und Zaubertränke verändern. Mach mal. Hier könnt ihr halt eure Ausrüstung oder halt euer Inventar sehen, was ihr gerade auf zum Beispiel euer Hut oder was auch immer. Alles könnt ihr da sehen. Die Talente, dass ihr wohl halt schon habt. Zaubersprüche. Schnell Reisepunkte mache ich mal alles an. Das weiß ich gar nicht, was das ist. Dann mache ich mal hier alles.
Alle Zauber lasse ich mal. Wenn ihr das fertig habt, könnt ihr das runterladen. Dann ist es bei euch in dem Download drin. Also. Ich werde jetzt erstmal nochmal Cut reinmachen. Also, wenn ihr das dann hier so abgespeichert habt, wäre es am besten, müsst ihr nochmal zu dem Save Game, wo ihr das habt. Bis dahin mache ich nochmal Cut rein. So. Wenn ihr jetzt da drin seid, wo ihr das abgespeichert ist, also das ist in Benutzer, dann euer Benutzer, App-Data, Local, dann Hogwarts Legacy, und Saved, Save Game und dann mit der irgendeinen zufälligen Zahl. Dann müsst ihr, na gut, müsst ihr es nicht unbedingt, aber es wäre besser, wenn ihr den Namen hier kopiert von eurem Save Game, wo ihr verändert habt. Dann hier diesen Namen mit Steuerung V könnt ihr dann das wieder einfügen. Dann habt ihr das mal abgespeichert. Das könnt ihr dann ausschneiden oder halt kopieren und dann hier einfügen. Aber wenn ihr das wieder ohne das gemoddet haben wollt, einfach alle Spielstände einmal hier in Ordner erstellen, alle Spielstände kopieren und in diesen Ordner, den ihr erstellt habt, reinfügen. Dass ihr dann so eine Art Sicherung habt, bevor ihr das ändert. Ich mache das jetzt ohne das, weil ich das sowieso nicht mehr zurückändern will. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann einfach kurz das Starten Hogwarts Legacy. Das Video ist jetzt wohl genauso lang wie das davor. Also, wenn ihr das so abgespeichert habt und in euer Save Game Editor, in euer Save Game Ordner eingefügt habt, könnt ihr Hogwarts Legacy wieder starten, so ich. Und dann sollte das in Hogwarts Legacy, in dem Save, in eurem gespeicherten Spiel dann drin sein. Und das könnt ihr halt mit jedem Account machen, den ihr habt. Aber ich werde mal, wenn ich da was weiß, ich werde halt euch einfach dann genaueres zeigen, wenn ihr Bock, wenn ich euch mein Mod-Menü zeigen, oder halt, wenn ihr wollt, dass ich euch mal ein paar Mods zeige, wie ich die Mods installiert habe,
kann ich es gerne mal machen. Ein extra Video, dann zeige ich das auch noch mal genauer. Also ich habe jetzt ja, wie ihr gesehen habt, geändert. Die chinesische Kaukur habe ich hier und Edurus Trank jeweils 999. Dann habe ich ja noch mein Geld. Wenn das ja gut, hat nicht funktioniert. Auf jeden Fall könnt ihr damit dann alles Mögliche verändern, was ihr halt verändern wollt. Also, aber jetzt war es auch erst schon mal mit dem Video.